Solidarität ist keine Einbahnstraße und so helfe ich jetzt aktuell auch dem Janik, denn der hat echt viel zu tun. Die da hinten, das ist die nächste. Dieser Hund hier, der lief gestern bei uns in die Einfahrt. Er ging nicht mehr. Und über Nacht hat er jetzt randaliert. Eine der letzten Handlungen waren von einem unserer Handwerker, dass er einen Rahmen zusammengesetzt hat, die Fenstertüre. Und da zeige ich euch jetzt auch wieder was einfach unglaublich ist. Let me tell you a story. Servus. Ja, es ist ein bisschen weitergegangen in den letzten Tagen, nicht viel, aber ich hatte ja gesagt, wir müssen diese ganze Seitenwand nochmal machen und das haben wir jetzt. Wir haben lange Holzbohlen besorgt. Man sieht hier unten, wir haben eine neue Folie besorgt, die wir nach außen hin gemacht haben. Wir haben das entsprechende Klebeband. Ich habe hier auch schon zugemacht, wie man sieht. Da ist ja immer das Wasser reingelaufen. Hier an der Seite hoch zu ist auch ein paar Stellen geflickt. Und es hat brutal geregnet letzte Nacht. Also schauen wir doch mal rein, wie es jetzt geworden ist, ob es trocken ist. Hier unten muss ich noch eine Absperrschicht anbringen. Die habe ich auch schon da. Jetzt schauen wir mal rein. Ist da jetzt neue Feuchtigkeit oder ist das noch der Rest? Ich habe mir später noch mal Bilder angeschaut, direkt nach dem Wassereinbruch, und ich denke, es ist gut. Es ist jetzt etwas über eine Woche dazwischen gewesen und es schaut eigentlich ganz gut aus, denke ich. Der Fabien hatte unter der Woche im Übrigen auch sein feuchte Messgerät mitgebracht und hatte gemeint, es sei die Mauer genauso wie die Holzwand innen trocken. Also habe ich die ganze Seite fertig grundiert. Aber je länger ich in dem Bungalow arbeite, desto mehr muss ich auch sagen, dass ich so müde bin mit den ganzen Umständen und auch immer wieder alte Fehler auszubessern und das auch zu sehen, was halt wirklich irgendwie gar nicht so richtig gut geworden ist. Und ich will da kein Bashing betreiben, aber wir zahlen das ja auch alles. Du zahlst die Arbeit, du zahlst das Material und insofern, ja, sollte das Ergebnis halt auch entsprechend sein. Hier kann man jetzt dann mal sauber machen, das passt soweit. Aber was ich euch noch zeigen wollte, Fliesenschneidemaschinen werden hier halt nicht genutzt. Es wird alles freihändig gemacht und das ist dann halt einfach, ja, nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich es alles wieder rausreißen? Das bringt ja auch nichts. Und so ist es halt eigentlich überall, wo du, wenn du genauer schaust, dann siehst du es, dass es nicht so ist. Und so fallen dir dann halt immer wieder neue Dinge auf. Eine der letzten Handlungen waren von einem unserer Handwerker, dass er einen Rahmen zusammengesetzt hat, die Fenstertüre. Und da zeige ich euch jetzt auch wieder was. Dieser Rahmen hat eine Blende, der natürlich vor Einbau nicht dran ist. Wir mussten den ersten Einbau ja wieder rausnehmen, weil der Pfosten zu tief gesetzt war und im Beton gelandet wäre. Und dann haben wir es wieder eingebaut, der Fabien und ich. Und offensichtlich haben wir uns auch nicht besser angestellt, um nicht zu sagen blöd. Und besonders blöd ist es dann, wenn man feststellt, dass diese Blende eigentlich nach innen gehört. Denn jetzt ist diese Tür falsch rum hier drin. Ihr seht hier, das ist der Wasserablauf. Das muss eigentlich nach draußen. Wir haben ja noch eine zweite Tür da hinten, da werden wir es dann richtig machen. Aber es ist einfach ärgerlich. Naja, ich kann es nicht ändern. Aber mein Beton, den ich gegossen habe, der ist ganz gerade.
liegt alles im Wasser. Und während ich dieses Video geschnitten habe, kommt plötzlich der Fabien vorbei. Da haben wir kurz entschlossen, diese Tür jetzt doch wieder rausgenommen und haben sie gedreht, haben sie von innen reingesetzt, was auch den Vorteil hat, dass man jetzt zwischen Tür und der Carrelage, also den Fliesen, keinen Abstand mehr hat. Ja, das haben wir dann auch gelöst für heute. Zwischen rein hatten wir ja noch den zugelaufenen Hund, dessen Herrchen ich auch gefunden habe, die den aber leider am gleichen Tag nicht abholen konnte oder wollte. Und insofern war er über Nacht da und das Ergebnis war nicht sehr schön, denn er hat echt super viele Sachen kaputt gemacht. Und leider hat sich dann die Besitzerin, sagen wir mal, nicht so gut verhalten, wie ich gedacht hätte. Auf den Kosten sind wir sitzen geblieben und das sind jetzt alles zusammen doch schon 180 €. Ja, Solidarität ist keine Einbahnstraße und so bin ich bei Janik jetzt mittlerweile. Denn der hat echt viel zu tun. Die da hinten, das ist die nächste. Und das ist der erste Streich. Der hat hier Mauern ohne Ende. Und während ich jetzt schlussendlich mit dem Videoschnitt weitermache, wollte ich euch noch zeigen, was die Natur hier eigentlich so treibt. bin ich zumindest happy, dass wir jetzt mal Regen haben, weil es war zu wenig in der letzten Zeit, wie im letzten Jahr auch schon. Ja, wir haben ja hier diesen riesigen Ficus und jetzt bin ich mal still. Hört ihr dieses Knallen? Das geht rund um die Uhr, weil der wirft seine Samen ab. Das wird noch ein paar Tage so weitergehen.